Das gesamte letzte Jahr haben wir in für uns unbekannten Ländern verbracht. Wir waren in Pakistan, Indien und Nepal. Wir haben viel Neues gesehen und konnten tolle Menschen treffen, haben Fehler gemacht und haben aus ihnen gelernt. Zugegeben, manche Situationen waren ganz schön krass für uns. Wir sind somit an unsere Grenzen gestoßen, haben viel gestruggelt und haben verstanden, dass aus der Komfortzone treten auch bedeuten kann, sich einzugestehen, dass manches für einen zu viel ist und es nicht immer nur große, aufregende Abenteuer bedeutet. Nach den vielen Auf und Abs der letzten Monate freuen wir uns daher umso mehr in den Iran zurückzukehren, einem Land, das ebenso vielschichtig, aber für uns ganz besonders ist. Eine Reise in den Iran ist aus guten Gründen umstritten, die Erfahrungen von Reisenden sehr verschieden und individuell. Wir sind daher sehr gespannt, was uns dieses Mal erwarten wird. Hallo und frohes neues Jahr für euch. Frohes neues Jahr! Bei uns ist allerdings noch 2023, weil unsere Videos sind ja ein bisschen zeitversetzt. Und eigentlich ist sogar bei uns das Jahr 1401, weil wir sind hier im Iran, warten gerade noch darauf, dass die Geschäfte aufmachen. Weil wir Geld wechseln müssen, hier funktionieren ja keine ausländischen Kreditkarten, weswegen wir jetzt Euro in Rial wechseln müssen. Ja. Und ja, hat noch nicht offen, das müssen wir jetzt erledigen, damit es dann weitergehen kann. Und wollen hier halt einfach einen Ort finden, also in irgendein Hotel, in irgendeine Eco-Lodge, in irgendeine Airbnb-Ferienwohnung, um einfach runterzukommen, weil wir echt immer noch ein bisschen K.O. sind. Naja. Und ja, erstmal verarbeiten müssen und runterkommen müssen und so weiter. Ja, und wenn man so ein neues Land fährt, dann muss man erstmal viele Dinge erledigen, was auch nicht so entspannt ist. Aber hoffentlich kommen wir dann jetzt heute hier aus dieser Stadt raus. Genau. So, das Warten 1,5 Stunden bei der Wechselstube hat sich leider nicht gelohnt, weil der hatte am Ende gar kein Bargeld. Deswegen fahren wir jetzt erstmal weg und wir haben nämlich noch von ein paar Reisenden, die wir dann in dieser Levi-Station getroffen haben, ein bisschen Bargeld, aber nur so, was waren das denn? 4 Euro oder so, ja. Aber damit kommt man sehr weit. Wir haben nämlich jetzt hier Brot gekauft und wir haben den 100.000 Rial gegeben. Und haben dafür 4 dieser Brote bekommen und umgerechnet sind das 20 Cent. Also 5 Cent pro Brot. Geil. Ja, und oft fragen uns ja Leute, Mensch, wie könnt ihr euch das leisten, so lange zu reisen? Weil wir sind ja jetzt schon über ein Jahr unterwegs und da denken Leute natürlich, ist das Gesparte nicht vielleicht mal langsam aufgebraucht? Oder einmal haben wir, glaube ich, irgendwo gepostet, dass wir, oder gesagt, im Monat geben wir nur so 500 bis 600 Euro alles zusammen aus für uns beide mit Diesel, Essen, Versicherung, alles Mögliche. Aber ich meine, ne, wenn ein Brot 5 Cent kostet im Iran, Diesel ist umsonst, also nach der Grenze haben wir erstmal 100 Liter umsonst getankt und sonst zahlt man, also der normale Preis ist, gut, dann inzwischen sogar weniger als 1 Cent pro Liter. Also Iran war bisher für uns immer das günstigste Land. Da haben wir, glaube ich, durchschnittlich dann immer nur 200 oder 300 Euro im Monat ausgegeben. Ja, aber wenn euch generell interessiert, wie wir das so machen mit dem Geld, weil wir ja schon auch sehr bewusst mit unserem Geld umgehen. Also wir machen jetzt halt nicht jede Touri-Attraktion, dann könnt ihr das gerne auch mal in die Kommentare schreiben, dann können wir dazu nochmal ein extra Video machen. Weil für uns ist halt klar, je sparsamer wir leben, desto länger können wir halt weitermachen. Und wir haben noch nicht, okay, jetzt vielleicht, aber eigentlich wollten wir noch nicht zurück nach Deutschland oder so, sondern haben noch viel zu sehen und noch viel auf unserer Liste an Ländern, die wir besuchen wollen. Das ist jetzt das erste Mal in diesem Jahr, also in 2023, dass wir wieder Rechtsverkehr haben. Ja. Und daran müssen wir uns ehrlich gesagt erstmal irgendwie wieder gewöhnen und sind jetzt immer so, ah nee, der kommt jetzt von da, ah nee, wir müssen jetzt da abbiegen und so rumfahren. Ganz lustig auf jeden Fall. Und noch ein Fakt, wir hauen jetzt hier ganz viele Fakten raus. Ich habe mal unseren Spritverbrauch so grob gemessen, weil in Islamabad, als wir losgefahren sind, haben wir voll getankt und dann jetzt hier nach der Grenze bei der ersten Tankstelle. Und die Strecke waren knapp 1600 Kilometer und wir haben um die 160, ich weiß nicht mehr ganz genau, es war um die 160 Liter. Also wir haben einmal irgendwie 40 Liter getankt, dann nochmal 30 und dann hier an der Tankstelle 90. Also wenn man das auseinanderrechnet, dann ist unser Spritverbrauch um die 10 Liter pro 100 Kilometer. Okay, ein Teil war irgendwie ruhige, schöne Autobahn und dann manchmal war es ein bisschen holprig. Aber manchmal sind wir auch, der letzte Tag der Escort, den sind wir ziemlich schnell gefahren, weil wir halt irgendwann ankommen wollten. Also wenn wir irgendwie noch gemütlicher fahren würden, dann wären es vielleicht 9 Liter, aber auch so über das ganze Jahr, ich schreibe das immer auf, am Ende sind es dann immer
so um die 10 Liter pro 100 Kilometer. Wir fahren durch den Iran nach Bam, Bam, Bam. Noch 300 Kilometer bis nach Bam, Bam, Bam. Wir fahren nämlich heute nach Bam. Eine Stadt, die von hier aus noch 300 Kilometer entfernt ist. So eine schöne leere Straße. Das fühlt sich einfach so viel relaxter an und so. Da habe ich auch direkt wieder Bock mehr zu fahren und so und werde das hier auf jeden Fall auch machen, weil ja, einfach ein ganz anderes Fahrgefühl ohne viel Stress. Ja, der Iran war ja so das erste Land, wo so die Strecken viel größer sind als sonst. Man guckt so auf die Karte und denkt so, oh, vielleicht eine Stunde fahren, aber dann sind es irgendwie so ein paar hundert Kilometer. Und zwischen den einzelnen Städten fährt man halt mal richtig lange durch einfach so leere Landschaft. So, ihr Lieben, wir können und werden es nicht lassen. Da sind sie wieder! Kamele! Hallo! Juhu. Ja, das ist ja der Hammer hier. Richtig lustig. Wir haben gerade so eine Sprachnotiz zu anderen, die wir noch gar nicht kennen, nur über das Internet, die auch gerade im Iran sind und die hatten ein paar Probleme und wir haben versucht zu helfen. Und dann mussten wir die Sprachnotiz beenden. Das sind Kamele! Hallo. Das Coole ist ja, dass es hier dann auch wirklich immer wieder mal Kamele gibt. Also man sieht voll oft ja Schilder, dass es irgendwo, Achtung, irgendwelche Tiere irgendwo gibt. Ne? In Indien Elefanten und Tiger und so und in Nepal, aber die haben wir nie gesehen. Oder in Schweden Elche haben wir auch nie gesehen. Das haben wir auch noch nicht so richtig geschafft. Aber hier gibt es überall Kamelschilder und dann gibt es ja auch Kamele und dann freuen wir uns einfach. Natürlich nicht so oft, wie es die Schilder gibt, weil wir haben jetzt bestimmt schon 20 Schilder gesehen, aber erst 3 Kamele. Vielleicht muss man das Schild auf das Kamel machen. Das wird auch praktisch. So ein Kamel. Unsere Freundinnen, mit denen wir gerade uns unterhalten haben, kommen halt hier noch nicht so gut klar, weil die Menschen natürlich sehr neugierig sind und so. Und wir haben echt das Gefühl, wir sind wieder voll angekommen. Also es ist einfach so individuell, wie man bestimmte Länder findet und Erfahrungen sind so individuell. Aber jetzt war hier gerade schon wieder so ein Truckerfahrer, der so gemacht hat und wir werden jetzt auch echt oft wieder angehupt und so. Es wird so zugewunken und so und wir fühlen uns hier einfach wirklich wohl. Durch die Wüste. Durch die Wüste. Oh, jetzt ist der schief. Ja. Vielleicht denkt ihr jetzt so, was ist denn mit denen los? Das ist ja ein bisschen peinlich, aber ganz ehrlich, uns geht's nach Wochen endlich mal wieder gut und wir fühlen uns gerade einfach so frei, befreit. Uns fällt ein Stein vom Herzen, dass wir jetzt einfach hier in einer ruhigen Landschaft sind, dass wir all das Negative erstmal hinter uns lassen können, dass es uns gut geht und haben richtig Lust jetzt halt das zu machen, weswegen wir hier sind, zu reisen, coole Leute zu treffen und eine schöne Zeit zu haben. Dafür sind wir auf jeden Fall bereit und das haben wir, glauben wir, auch ein bisschen verdient. Ja, diese leere Landschaft ist echt der Hammer. Keine Dörfer, keine Felder, keine Menschen auf der Straße, keine Trecker, keine Rikschas, keine Mopeds, keine Kühe. Einfach leer und irgendwie so leere Landschaften mögen wir einfach lieber, weil es einfach entspannter und ruhiger ist. Deswegen wollen wir auch in die Mongolei, wo es glaube ich nur 2 Menschen pro Quadratkilometer gibt und nicht 400 wie in Indien oder so. Und vom Iran, die Bevölkerung ist genauso groß wie in Deutschland, aber das Land ist 5-mal größer und deswegen gibt es einfach so viel leere Landschaft zwischen den Städten halt. Und ja, da kann man halt auch richtig schön entspannen und irgendwie die Ruhe genießen und diese weite Aussicht. So, wir haben es bis nach Bam geschafft und wir sind hier an der Zitadelle, das ist so die Hauptattraktion der Stadt. Hier ist so ein Parkplatz, da können wir wohl gut übernachten. Den Tipp haben wir von Melanie und Arnaud aus Frankreich bekommen. Die haben wir noch in Taffern bei dieser letzten Levi-Station vor der Grenze da getroffen. Und die sind halt jetzt so auf dem Weg Richtung Indien und so. Inzwischen ist es schon dunkel, ist ein bisschen blöd. Wir sind jetzt noch eine Stunde im Dunkeln gefahren, das wollen wir eigentlich immer vermeiden. Aber hier wird es so ziemlich früh dunkel, also um 17 Uhr ist es schon richtig dunkel, oder die Sonne ist dann untergegangen. Aber um 5 Uhr morgens wird es schon hell, also die Zeitverschiebung ist hier so ein bisschen komisch. Wissen wir jetzt aber, dann müssen wir halt ein bisschen früher losfahren oder können das halt gut ein. So, guten Morgen.
Wir gehen doch nicht in die Zitadelle. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was eine Zitadelle ist. Aber ich habe auch kein Abitur, deshalb ist das vielleicht auch okay. Aber es ist uns eh gerade nicht so nach Sightseeing, deswegen fahren wir jetzt weiter. Und es ist krass, wie wenig hier los ist. Es ist jetzt irgendwie 10 Uhr. Zwar ist heute quasi so der Sonntag, also Freitag. Aber trotzdem ist es einfach so leer. Und in Indien hat man das vielleicht um 5 oder 6 Uhr morgens. Aber sonst, egal welcher Tag, ist einfach immer alles voll. Oh, jetzt muss man hier links. Rechtsverkehr, Rechtsverkehr. Okay. Also einfach krass, wie leer das hier ist. Also ich habe Abi und weiß auch, was eine Zitadelle ist, aber ich weiß es, glaube ich, eher von Game of Thrones, weil es ja auch eine Zitadelle gab, der Serie. Also es ist ja so ein Gebäude, wo Gelehrte quasi wohnen und forschen und auch Bibliotheken und so alte Schriften untergebracht wurden und so weiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die war jetzt sehr wieder so touristisch herausgeputzt und so, wäre bestimmt auch schön anzusehen gewesen. Aber wir wollen ja jetzt ein bisschen Ruhe und weniger Sightseeing machen, gerade einfach. Und das hier sind übrigens alles Dattelpalmen. Da sind jetzt keine Datteln mehr dran, vielleicht wurden die schon geerntet. Aber das sind Dattelpalmen. Ja, wie schon mal erwähnt, gibt es im Iran ja ganz viele dieser alten Düdos, wenn das denn Düdos sind. Also Düdo, das heißt ja, ist ja kurz für Düsseldorfer, weil unser Auto in Düsseldorf gebaut wurde. Aber das ist noch ein Modell älter, deswegen weiß ich nicht genau, wo das gebaut wurde. Vielleicht auch im Iran. Weil es die so oft gibt, fallen wir manchmal auch nicht so sehr auf mit unserem Auto. Manchmal werden wir aber doch angehalten, weil die Leute denken, wir sind der Bus oder der Schulbus, weil die funktionieren halt hauptsächlich so in den Städten als Bus oder Schulbus werden die benutzt. Und die sind manchmal auch ziemlich krass dekoriert und glänzen so richtig schön und so. Deswegen hoffen wir, dass wir hier auch noch mal ein bisschen was an unserem Auto machen können. Wir haben ja dringend nötig. Ja, so einiges. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Auspuff und nach Indien und Pakistan haben wir diverse Kratzer und Dellen. Ganz zu schweigen von unseren Einschusslöchern. Ach ja, oh ja. Mensch ey, das wird eine Roststelle, sage ich euch. Ja, was macht man damit? Das fängt ja auch irgendwann an zu rosten, ja, ne? müssen wir was drüber machen und lackieren oder so. Oh je. Oder so bunt anmalen oder so, damit das so wie so ein Tattoo. Ja. Auf jeden Fall ist halt ein bisschen schade, dass das ein anderes Modell ist, deswegen haben die jetzt nicht die perfekten Ersatzteile und konnten uns das letzte Mal in der Werkstatt auch mit dem ersten Gang nicht helfen. Genau. Wobei wir da auch bei einer Werkstatt waren, die eigentlich Trucks repariert. Vielleicht finden wir ja nochmal eine Werkstatt, die irgendwie sich mit diesen Düdos auskennt und man kann halt dann schon ein bisschen was machen. Aber wie das immer so ist in neuen Ländern, man muss erstmal herausfinden, wo was ist und dann sich auch mit den Leuten verständigen können. Ja. Aber dafür haben wir jetzt viel Zeit eingeplant und das machen wir. Und jetzt. Genau. Und die haben halt einen anderen Motor und ein anderes Getriebe, also größeres. Und das passt bei uns natürlich nicht rein. Und dann das Getriebe auch nicht und so weiter. Da hängen jetzt auch noch ein paar Datteln. Wahrscheinlich wiederholen wir uns auch voll, dass diese Weite und Leere uns so umhaut. Aber das muss man echt mal erlebt haben. Von Indien und Pakistan, wo es so voll ist, man nie Ruhe hat und so, zu so einer Landschaft, wo einfach nichts ist. Das ist echt so ein krasser Kontrast, den muss man erstmal realisieren, dass es das so gibt irgendwie. Jetzt haben wir kurz bei so einer Raststätte gestoppt, um da drüben Wasser aufzufüllen und haben uns aber auch direkt mit 2 Truckern unterhalten und die geben uns jetzt gerade wieder Diesel. Das heißt, wir kriegen wieder Diesel geschenkt. Das ist im Iran nämlich so, dass man als Touri keine Dieselkarte bekommt, über die man tanken kann. Das heißt, man muss entweder zu einer Tankstelle, wo der Tankwart eine Dieselkarte hat, aber man kann halt auch oft einfach Trucker fragen, ob man auf deren Tankkarte tanken darf. Und dann wollen die meistens nichts dafür haben. Also wir haben dann denen auch schon ganz viele Sachen zwischendurch geschenkt, zum Beispiel Granatäpfel als Dankeschön. Aber ganz oft sind die Granatäpfel am Ende eigentlich mehr wert als der Diesel, weil der halt hier einfach sehr, sehr günstig ist, weil der Iran natürlich ein sehr rohstoffreiches Land ist. Das ist ja einfach so unglaublich nett. Der eine Trucker hat uns was von seinem Diesel gegeben. Dann kamen jetzt andere an und fragen wieder, ob wir irgendwas brauchen. Dann kam jetzt einer und ist wieder mit Mariano losgegangen, um nochmal den Kanister zu füllen. Also so herzliche Menschen, die einfach so gastfreundlich und hilfsbereit sind. Und das haben wir im Iran halt letztes Mal auch so sehr geliebt. Und es ist halt irgendwie, trotz Sprachbarriere funktioniert es irgendwie und man hat dann irgendwie voll den guten Austausch.
Und wir versuchen natürlich dann auch immer was zurückzugeben und sagen, hey, wollt ihr was dafür haben und so weiter. Aber ganz oft hat man halt keine Chance und sie sagen einfach, nee, ihr seid unsere Gäste. Und ja, dann kriegen wir halt so Diesel und können so unsere Reise durch das Land fortsetzen. Da hinten, dann kamen noch andere Trucker, die wollten uns jetzt auch noch was geben und haben uns jetzt aber auch direkt zum Frühstück eingeladen. Da gehen wir jetzt direkt mal hin. I take picture. Tomato. Tomato and egg. Ah ja, Ah ja. good breakfast. Also von den anderen Truckern haben wir jetzt nach dem Frühstück auch nochmal unseren Kanister voll bekommen. Also sind wir jetzt wieder voll. Aber es ist ganz gut, weil manchmal ist es ein bisschen schwer, Diesel zu bekommen. Oder von den Truckern bekommt man meist nur so 20 Liter oder mal 40 Liter. Deswegen muss man immer schon rechtzeitig sich um neuen Diesel kümmern. Und natürlich voll nett, dass sie uns auch so zum Frühstück eingeladen haben. Das war mega lecker. Jetzt sind wir zurück zum Auto gekommen und da war hier direkt... Dann fahren wir jetzt, ne? Ja, ja. Dann war hier gleich noch so eine andere Menschenhorde, die wollten auch gleich Fotos mit uns, aber alle mega nett. So voll lustig. Oh, Sonnenblumen gerne gekriegt. Ui. Das ist eine ganz aufgeregte Familie. Geil. Und ich glaube, hätten wir jetzt gesagt, wir fahren in die andere Richtung, hätten die uns eingeladen. Okay, dann fahren wir jetzt. Ist da jetzt Platz? Ja, der hat jetzt Platz. Das war jetzt auch echt wieder ein bisschen überfordernd. Aber was halt im Iran einfach ein bisschen anders ist als in Pakistan, muss ich ehrlich sagen, ist halt der Kontakt zu Frauen. Ne? Die zweite Familie, die jetzt gerade noch da war, die eine, die Englisch konnte, war eine Frau, die kam direkt zu mir, hat mir ihre Mama und alle vorgestellt. Und das ist dann einfach ein anderes Gefühl, auch für mich, als wenn ich halt immer nur von großen Männergruppen umgeben bin oder nur von einzelnen Männern. Und ja, das war, ist einfach so süß hier. Naja, in Pakistan hatten wir manchmal tagelang keine einzige Frau gesehen. Oder hier wird man dann, wenn man eingeladen wird, dann geht man ja auch direkt zur Familie und isst mit allen zusammen. Und das letzte in Pakistan, da waren wir auch bei so einer Familie. Die Frauen haben wir nie gesehen, die das Essen irgendwie gekocht haben. Und wir saßen dann da mit den 15 Männern und haben gegessen. Und dann ist das für dich auch mal ein bisschen komisch, ne? Oder? Ja, weil ich werde dann ja als europäische Frau anders behandelt als die pakistanischen Frauen. Also ich werde dann auch nicht zu denen gebracht, was vielleicht auch noch irgendwie spannend wäre, was über deren Lebensumstände zu lernen. Und im Iran ist es halt mehr diese Familiengemeinschaft und alle sind einfach super offen und nett. Und klar gibt es auch so ein bisschen, je nach Region und je nachdem, ob jemand jetzt ein bisschen traditioneller vielleicht noch lebt, ist es schon auch so, dass die Frauen dann kochen zum Beispiel, aber alle essen zusammen. Und es ist nicht so, die Frauen kochen und bringen das und dann verschwinden sie. Und das Eigentliche, was wir machen wollten auf dieser Raststätte, pinkeln und duschen, haben wir am Ende gar nicht geschafft, weil die ganze Zeit so viel los war und so viele Menschen. Jetzt müssen wir gleich aber hier an der Seite parken, damit ich aufs Klo gehen kann. Kannst du doch beim Fahren. Ah, stimmt, ich kann beim Fahren bei uns in die Toilette machen. Ich glaube, das wird mir auch jetzt erst so klar, was für einen Effekt das halt hat, wenn ich die ganzen letzten Monate vor allem mit Männern interagiert habe. Also es ist ja nicht so, dass es in Indien und Pakistan keine emanzipierten Frauen gibt und wir nie mit Frauen gesprochen haben, aber halt deutlich weniger und in den Regionen irgendwo auf dem Land, in der Natur, halt vor allem nur mit Männern. Das ist einfach so und das hat schon irgendwie einen Einfluss, wie man Land wahrnimmt und ja, für mich ist es halt auch einfach schön, mit anderen Frauen was über deren Lebensrealität zu lernen und ab und an fühle ich mich dann halt wohler und ich habe halt keine Lust auf 1000 Selfies von irgendwelchen fremden Männern zu sein zum Beispiel. Hallo. Hallo, lass uns bitte rein. Wir wollen das Ganze ja ein bisschen entspannter angehen, deswegen haben wir uns jetzt hier in Kerman dazu entschieden, bei so einem Hotelparkplatz zu parken, der uns empfohlen wurde. Hier soll man dann die Waschräume nutzen können, also vernünftige Dusche und WC und man soll hier wohl auch Wäsche waschen können und Bargeld wechseln können, was ja für uns auch immer noch sehr wichtig ist. Aber jetzt werden wir gerade nicht reingelassen. Hallo! Ich weiß nicht, ob man mal durch dieses Restaurant gehen kann. Gott, diese Ruhe, ey, ich komme gar nicht klar. Keiner hupt, keiner macht hier irgendwas, man kann hier einfach langlaufen. Es ist der Wahnsinn. Tor wurde geöffnet und jetzt haben wir hier geparkt, müssen kurz einchecken. Ja, voll gut. Oh, ganz cooler Ort hier, ne? Ja, voll entspannt. Mit anderen.
So, jetzt checken wir ein und haben direkt wieder Tee bekommen. Und hier trinkt man übrigens einfach nur Schwarztee und dann gibt es halt immer Zucker dazu. Und die meisten nehmen einfach so ein Stück Zucker in den Mund und dann trinkt man einen Schluck Tee. Also sehr viel Zucker, aber keine Milch und so. Ist jetzt anderer Chai. Ist eher so wie in der Türkei. Und jetzt haben wir noch so Törtchen bekommen oder weiß auch nicht genau, was das ist. This is Kerman cake. This is cake with date. Horma. Yeah, Horma. Okay. Special of for this city. Also es ist ein Kerman oder man sagt auch Kerman. Ein Kerman-spezifischer Keks und der ist gefüllt mit Datteln. With date, Kerman. Ja. Yeah. Ja. This is special of for this city, Kerman, Iran. Nice. Yeah. With date, everything, pistachio. Ah, ist Pistachio. Pistachio, Ja. yeah. Also Pistazien auch noch. Sehr lecker. The name is Kolompe. Kolumper. Kolompe, yeah. With it. Go. Thank you. Merci. Okay. Wir hatten ja Probleme mit dem Geldwechseln in Saadan und hier in dem Hotel können wir das auch machen. Er hatte jetzt nicht so viel Geld. Er hatte jetzt nur noch diesen Batzen hier. Das sind jeweils immer 100.000er Scheine. Also das sind jetzt, warte, was hat er gesagt? 10 Millionen. 10 Millionen? 10 million, 20 euro. Okay, 10 Millionen und das sind um die 20 Euro. Also als wir letztes Jahr hier waren, da war 1 Euro um die 300.000 bis 330.000 Rial und ein Jahr später ist 1 Euro 500.000 Rial. Also das hier sind 20 Euro und jetzt sind wir 10-fache Millionäre. Hammer. Das haben uns auch vorhin die Trucker erzählt und haben wir auch letztes Jahr schon viel mitbekommen und sieht man jetzt halt an der krassen Inflation, dass die wirtschaftliche Lage im Land halt echt nicht so gut ist. Es gibt echt viel Arbeitslosigkeit, viele arme Menschen. Wie gesagt, der Wert des Geldes sinkt total, Dinge werden aber gleichzeitig teurer. Und ja, so generell geht es den Menschen hier jetzt nicht besonders gut. Und das Geldsystem im Iran ist ja ein bisschen verwirrend, wenn man das noch nie gehört hat, weil man hat hier Rial, also das sind jetzt 100.000, 100, aber hier hinten steht es nochmal in unserer Schrift. Aber wenn man irgendwo bezahlt, dann wird immer von Toman gesprochen. Und 100.000 Rial ist eine Null weniger als Toman, also 10.000. Aber 10.000 hat ja immer noch ganz viele Nullen und oft wird einem das so auf dem Taschenrechner gezeigt, was man bezahlen muss oder sie sagen es. Und dann sagen sie nicht 10.000 Toman, sondern 10 Toman. Also wenn jemand sagt 10 Toman, dann sind es eigentlich 10.000 Toman, was 100.000 Rial sind. Also 10 sind immer dieser grüne Schein oder wenn jemand sagt 50, dann sind das 500.000 Rial. Wenn man es irgendwann verstanden hat, dann geht es eigentlich ganz gut. Und das Praktische ist auch, wenn man was einkauft, dann auf den Verpackungen, also auf der Limo-Flasche oder was auch immer, da stehen meist dann die Preise in Rial drauf. Aber sonst überall auf dem Markt, auf dem Bazar, wenn da auf der Tafel irgendwas steht, das sind dann immer die Tomatenpreise und dann steht da halt nicht, dann steht halt 10 Tomaten für, keine Ahnung, jetzt diese Datteln. Und weil diese Währung hier so wenig wert ist, ist der Dollar sehr beliebt, weil das eine sehr stabile Währung ist im Vergleich. Deswegen wechselt man Bargeld gar nicht nach dem offiziellen Börsenkurs, außer man geht jetzt zu irgendwelchen Banken, sondern in den Wechselstuben. Und auch hier gibt es da nochmal einen anderen Kurs, der halt quasi für uns mit Euros oder Leute mit Dollar viel besser ist, weil man dann halt nochmal viel mehr Rial bekommt. Und der Iran ist vom ganzen Kreditkartensystem und Wirtschaftssystem oder Finanzsystem quasi ausgeschlossen, weswegen wir hier gar kein Geld abheben können oder so und mit Bargeld einreisen mussten, damit wir hier dann Geld wechseln können, damit wir hier überhaupt was kaufen können. So, ist der nächste Tag. Wir haben hier eine entspannte Zeit auf unserem Campingplatz, Hinterhof vom Hotel. Es ist echt richtig entspannt hier. Wir konnten super schlafen, es ist total ruhig und so. Wir haben gestern Abend auch noch mit den anderen Reisenden ein bisschen gequatscht. Das eine war eine Familie, die sind jetzt schon losgefahren. Das ist eine Familie mit 2 Kindern und die sind auf dem Weg nach Indien. Da konnten wir denen jetzt auch noch ein paar Tipps geben für die Fahrt und die Eskorte und so.
Und dann haben wir gestern Abend noch mit den beiden hier aus Frankreich gequatscht. Die sind hier mit ihrem Land Cruiser unterwegs. Richtig cool und nette Leute. Irgendwie alle, die wir aus Frankreich treffen, sind alle immer mega nett. Und die sind eigentlich auf dem Weg nach Südostasien gewesen und wollten da auch über Land hinfahren. Aber inzwischen hat sich das so ein bisschen rumgesprochen, dass erstmal das mit den Grenzen schwer ist, weil es eigentlich gar keinen offenen Weg gibt oder nur über riesige Umwege, die mega teuer sind oder verschiffen. Deswegen wollen sie ihren Overlander irgendwo wahrscheinlich parken lassen und dann halt nach Südostasien zum Backpacking fliegen und dann im Frühling, wenn dann das Wetter wieder besser ist, dann damit dann wahrscheinlich durch Zentralasien weiterreisen. Ja, und hier in der Hotellobby gibt es WLAN, dann kann man hier sitzen und arbeiten. Ist aber auf Dauer ehrlich gesagt nicht so bequem. Also wenn ihr ein Hotel habt, am besten irgendwelche Schreibtische zur Verfügung stellen. Das wäre praktisch. Das vermissen wir oft. Ja. Okay. Okay. Good. Thank you. Welcome. Merci. Do you like tea? Tea? Und richtig nett, jedes Mal, wenn man sich hier hinsetzt, dann die fragen immer, ob es einem gut geht und so. Und dann fragen sie, und dann kriegt man auch immer Tee, jedes Mal, wenn man hier sich hinsetzt. Ja, und ich meine, wir zahlen jetzt dafür, dass wir da stehen, halt 2 € und dürfen Voll halt krass. das Bad mitnutzen und so. Und jetzt hier quasi auch diese Lobby, das ist schon richtig nett. So, die könnten schon auch deutlich mehr wollen. Haben wir halt empfohlen bekommen. Ist jetzt auch cool, dass andere hier sind. So, das brauchen wir gerade voll. Das ist voll der perfekte Ort jetzt, um hier anzukommen im Iran. Damit haben wir jetzt das Hotel verlassen, müssen noch schnell SIM-Karte, Datenvolumen aufladen. Aber es war echt jetzt schön, so ein paar entspannte Tage zu haben. Und es ist krass, wie viel mehr hier los ist, wenn nicht Sonntag ist. Freitag, was ja der Sonntag im Iran ist. Mit unserer Weiterfahrt, aber auch, warum wir plötzlich in ein anderes Wohnmobil steigen, geht es dann nächste Woche weiter. Danke fürs Zuschauen, Rodafis und tschüss, bis zur nächsten Folge.